Das war in den 90ern, ich glaube auch 97 haben wir BC gegründet, das war eben eine Sprayer-Crew gewesen. Und ich habe schon lange vorher Musik gemacht, ich hatte auch lange vorher schon irgendwie, 96 hatte ich glaube ich meinen ersten Plattendeal, aus dem nichts geworden ist. Und dann ist aus diesem Ding dann auch dieses Bass-Crew entstanden. Dann haben wir unsere Kassetten gemacht, eigentlich um unsere Crew zu representen in Berlin, einfach nur für unsere Freunde und Kumpels. Und das ist auf einmal so durch die Decke gegangen, dass irgendwie deutschlandweit diese Kassetten verkauft wurden. Ich glaube damals war das dann über einen MC-Mail-Order, der dann auch in den Zeitschriften war. Und das hat sich so weiterentwickelt dann irgendwie. Das allererste Tape war von mir und Sido. Da haben wir, glaube ich, beide noch auf Englisch gerappt. Und der Name war Triple C Connection. Wegen, also eigentlich voll behindert, aber Capital City Connection, ja. Und daraus wird dann Triple C, aber Connection haben wir trotzdem noch. Also, ist ja auch egal. Auf jeden Fall haben wir das dann selber Fotos ausgeschnitten, ein Cover zusammen gebastelt, mit Schreibmaschine noch geschrieben, das Cover. Und das dann kopiert, das Tape von Tape Deck zu Tape Deck kopiert und so dann verkauft, glaube ich sogar. Gegen Ende der 90er erreicht deutscher Hip-Hop den Mainstream. Viele Aktivisten der ersten Tage verurteilen die zunehmende Kommerzialisierung und kehren der Szene den Rücken zu. Zeitgleich tritt in Berlin eine neue Schar deutscher Rapper auf den Plan. Im Untergrund machen sie mit harten Texten auf sich aufmerksam. Ein zentraler Ausgangspunkt ist die Berliner Kneipe Royal Bunker, wo ab 98 regelmäßig Open-Mic-Sessions stattfinden. Es war sehr elitär. Es waren nur eine Handvoll Leute am Anfang, also irgendwie Funkfüchse und die Sekte quasi. Bassbox war auch ab und zu mal dabei. Also von Bühne war im Royalbunker nicht zu sprechen. Das war wirklich nur so ein kleines Podest gewesen mit so einem DJ-Pult. Das DJ-Pult war in so einer Ecke hinter so einer Plastikscheibe, glaube ich. Hat jeder irgendwie eine Mark oder einen Euro in so einen kleinen Sack reingepackt. Steiger hat das gemacht, Arzt hat das dann irgendwann gemacht. Wer noch? Furt hat sich auch mal drum gekümmert, also hat sich immer irgendwie jemand anders drum gekümmert. Zum Schluss war es dann wieder Steiger, also Steiger, sein Herzblut hat da drin wirklich gehangen so. Ja, da im Royalbunker wurden früher auch Partys veranstaltet. Ich kann mich da an eine legendäre XXX-Miss Party. Christmas Basco Party. Wo unsere beiden Namen falsch drauf standen. Falsch geschrieben. Aber die Party mit dem Pornoflyer. Ja, der Pornoflyer. Dann kam keine Frau, weil so ein Pornoflyer. Und Gary hat noch gebreakt da. Und dann war so viel Rauch in diesem kleinen Raum, dass keiner mehr was sehen konnte. Da extra so eine Rauchmaschine gemietet und das war echt so ein kleiner Pissraum. Und wir haben für uns gerappt damals. Also jeder hat so seinen neuesten Text, manchmal auch einfach abgelesen, einfach gezeigt und die anderen konnten ihre Meinung dann dazu sagen oder haben das in Applaus geäußert oder halt eben in Schweigeminuten, was dann sehr abturn war, wenn man keinen Applaus bekommen hat. Ich meine, man muss sich das mal so vorstellen, ja? Also da stehen wirklich Sido, Savage, Taktlos, Frauenarzt, Boogie, Bastard. Die ganze Brigade. Da steht die ganze Brigade, B-Tight, alle stehen da auf der Bühne und einer nach dem anderen rappt und das ist einfach legendär. Es ist einfach ein Traum, dass wir das miterleben durften und dass wir damit gesegnet sind. Das ist wirklich geil, also die Zeit will ich nicht missen. Das war halt so, dass es wirklich alle zusammengebracht hat auch. Da gab es auch echt viele gute Leute, von denen man nie wieder was gehört hat. Und dieser eine, der Geschichten erzählt hat, über Ibo und so oder so, wie der hieß. Ibo hieß der oder so, ne? Ich weiß es nicht mehr. Ja, Kimba gab es auf jeden Fall noch. Kimba war auch super. Kimba war richtig gut. Kimba war auch noch bei der Sekte gewesen. S-Rock, ja, aber der rappt immer noch. Irgendwie kamen immer neue Leute und man hat halt immer neue Leute kennengelernt aus den verschiedenen Ecken von Berlin und so. Aber man hat sich immer mit Respekt gegenseitig begegnet. Innerhalb von Berlin war es eine Respektschiene und man kannte sich. Aber außerhalb wurde die Sau rausgelassen. Also wenn Fremde kamen zu James bei uns, war immer schon sehr hart. Berlin stand auch immer für Posse-Songs, so, weil das irgendwie auch aus diesem Ding entstanden ist, dass alle miteinander im Keller gerappt haben. Und als es dann auf Tapes gemacht wurde und aufgenommen wurde, war das genau dieselbe Atmosphäre. Nur in irgendeinem Wohnzimmer, wo dann irgendwie ein Vierspurrekorder war, dann saßen dann irgendwie 5, 6 Leute, die Hälfte hat gekifft, die andere hat dumm gequatscht und nebenbei... Aber die haben auch gerappt. Die haben eigentlich gerappt.
Anfang dann der 2000er, das war eben eine andere Form von Battle Rap, weil plötzlich so eine große Welle der Fäkalsprache und, ja, weiß ich nicht, ja, wie gesagt, der Tabubrüche eingeläutet worden ist. Gerade die imaginären Gegner, die man hatte, die es gar nicht gab auf den Tapes oder wenn man in die Luft reingerappt hat vorm Publikum, da wurden die Mütter richtig gefickt. Ich bin selber in Griechenland aufgewachsen und ich weiß, wie das funktioniert, weil griechische ältere Kinder und Jugendliche ähnliche derben Sprüche hatten. Und es ist nicht die Mutter die Leitfigur, sondern das Penetrieren, das Ficken, das Penetrieren sozusagen, aber immer mit der Prämisse der absurden Geschichte. Und je übertriebener dein Fick-Vergleich, also je übertriebener deine Fantasie darüber, wie du deinen Gegner penetrierst, desto besser der Spruch. Okay? Mein Name ist Monika Griefahn und ich war im Deutschen Bundestag sowohl Vorsitzende des Ausschusses für Kultur und Medien als auch Sprecherin für Kultur und Medien der SPD-Fraktion. Relevant fand ich die Debatte eigentlich, als meine Kinder in der Schule damit konfrontiert worden sind, dass Jungs, sozusagen Mädchen, mit Sprache belästigt haben, die sie selber unangenehm fanden. Also ich hatte etliche Mädchen, die in den verschiedenen Klassen, ich habe 3 Kinder, erlebt habe, die das als sehr unangenehm fanden, wenn sie sozusagen so angemacht worden sind. Und wenn ich dann gefragt habe, ja, wo kommt das dann? Ja, das kommt ja in den Texten von den Hip-Hop-Liedern auch vor. Und da habe ich mich dann intensiver damit beschäftigt. Also für mich war es der Horror. Ich dachte so, was sagen die denn da? Das ist unvorstellbar. Also ich komme aus so einem, jetzt nicht reichen Elternhaus, aber aus einem intellektuellen, friedlichen, sehr hippie-affinen Elternhaus, alternativ denkend und so. Und da war meine Sozialisierung immer so, ey, probier was Gutes zu machen irgendwie und in der Musik irgendwie politische Texte, Politik zu verarbeiten, Gesellschaftskritik und so. Für mich war das dann Wahnsinn. In den Texten waren ja sowohl narzisstische als auch sexistische, frauenfeindliche, homophobe Texte, wo wir gesagt haben, das können wir eigentlich nicht zulassen, weil das Grundgesetz eigentlich alle Leute gleich behandelt und es dürfen nicht Leute diskriminiert werden, auch nicht durch Musik. Du warst ja kein Nestbeschmutzer. Ja, das muss man einfach so sagen. Ja? Es gab eine existierende Szene und die hast du erstmal grundsätzlich in Ruhe gelassen, weil die meisten sich davon ja auch kannten. Und Savas war so meines Erachtens der Erste, der angefangen hat, innerhalb der Szene Leute zu bespucken. West-Berlin, maskulin, wer es nicht kennt, hört es euch an. Es ist so krass Untergrund, die geben halt wirklich einen Fick. Das ist halt wirklich wie Punk, wie die Punk-Bewegung. Und heutzutage kann ich das auch im Kontext verstehen, damals konnte ich es nicht verstehen. Für mich war das halt so, hey, was rappen die da und so, um Gottes Willen, wie beleidigend ist das denn so? Es war für mich so eine Verrohung der Sprache, die dann in den Alltag übergewandert ist. Wenn man sich mit der Materie nicht auskennt, dann ist es natürlich erstmal sehr schockierend, was man da hört. Ja, wenn du in einer Welt aufgewachsen bist, die schön war, sag ich mal so, ja, ohne Probleme, ja, hast ein Häuschen, einen Garten und alle sind nett und hast noch nie auf die Fresse gekriegt, musstest nie dich irgendwie durchboxen. Hast noch nie gehört, wie irgendwie die Asi-Familie von nebenan Überterror macht, ja, das Kind vielleicht noch geschlagen wird und du dann irgendwie 4 Stunden lang Kindergejammer hörst. Natürlich, wenn du das alles nicht hast, also wenn du dieses Extreme nicht kennst, dann ist es natürlich sehr schockierend. Ja? Also wenn du ein Hip-Hop-Album irgendwie dem Typen aus armen Verhältnissen zeigst, der schon einiges durchgemacht hat, für ihn ist es vielleicht sogar belustigend, ja, weil er es versteht, auch den Humor. Andersrum gibt es natürlich dann die Leute, die das einfach nicht verstehen. Und ich hatte nur eine Platte, ja, und habe immer denselben Beat aufgelegt, ja, 1,5 Stunde.